Castlevania ist spätestens seit der Netflix-Adaption wieder in den Mainstream zurückgekehrt. Zumindest ein wenig. Neue, große Videospielumsetzungen darf man zwar nicht mehr erwarten, schließlich hat sich Publisher Konami bekanntermaßen aus der traditionellen Videospielentwicklung zurückgezogen. Dafür kann man ihnen aber qualitative Aufbereitungen von Klassikern zugutehalten, wie bei der Castlevania Legacy Collection. Vor allem aber ist die Sammlung ein guter Einstieg für alle, die vielleicht nach Netflix Castlevania Lust haben, das Ursprungsmaterial zu entdecken. Zu unterscheiden ist aber zuerst an dieser Stelle zwischen klassischem Castlevania und Metroidvania. Als Metroidvania bezeichnet man inoffiziell jedes Castlevania ab Symphony of the Night auf der PlayStation 1. Damit holte man die Serie in Richtung Action-Rollenspiel mit Erkundungsfokus und heute bedient sich bekanntermaßen ein gigantischer Pool an Indie-Spielen beim Metroidvania-Konzept. Bevor es aber Metroidvania gab, war Castlevania eine Reihe bestehend aus linearen Action-Plattformern. Und genau für dieses klassische Castlevania bietet die Legacy Collection hier den Einstieg. Dort hüpft man üblicherweise mit dem sogenannten Belmont Clan durch geschicklichkeitsbasierte Level im Horror-Setting, wobei man Gegner meistens mit einem horizontal eingeschränkten Peitschenhieb vernichtet. Die Herzen oder manchmal Münzen in den Stages sind dann keine Lebenspunkte, sondern Munition für die Sekundärwaffe, die man zudem mit Steintafeln in ihrer Geschwindigkeit upgraden kann. Nach einigen Strapazen legt man am Ende dann üblicherweise Dracula. Persönlich war ich Classic Castlevania verglichen mit dem Metroidvania-Ansatz lange eher abgeneigt, bis es auch bei mir aber eines Tages Klick gemacht hat. Daher möchte ich aus der Sicht eines ehemaligen Skeptikers erklären, wieso das klassische Castlevania nicht nur sehr lohnenswert ist, sondern vor allem auch ein guter Einstieg, bevor es dann vielleicht mit Metroidvania weitergeht. Das ursprüngliche Castlevania auf dem NES beinhaltet alles, wieso ich die Spiele zuerst nicht verstanden habe. Viele Plattformer auf dem NES wie Mega Man oder Super Mario Bros. 3 haben sich ja bis heute extrem gut gehalten und spielen sich wunderbar präzise. Castlevania wiederum wirkte dagegen wie eins dieser Spiele, bei dem das Konzept auf dem NES einfach noch nicht sinnvoll umsetzbar gewesen ist. Alles ist langsam, man kann mit Protagonist Simon Belmont kaum springen, ständig wird man nach hinten in Abgründe gestoßen und so weiter. Ich musste aber erst verstehen, Castlevania ist einfach nicht so actionlastig gedacht wie ein Mario, Mega Man oder auch nicht wie ein Contra, ebenfalls von Konami. Heutzutage ist der Vergleich von anspruchsvollen Spielen mit Dark Souls zwar absolut abgedroschen, aber das Mindset, das man für ein Dark Souls an den Tag legen muss und inzwischen ja eindeutig im Mainstream angekommen ist auch für Castlevania notwendig. Das heißt, langsame bzw. konzentrierte Herangehensweise, taktischer Einsatz von Items und so weiter. Selbst wenn gleichzeitig schnelle Reaktionen gefordert sind, was aber wiederum den Reiz ausmacht. Das erste Castlevania ist toll, weil es mit der richtigen Herangehensweise schnell zu bewältigen ist. Mit Übung ist man in rund einer Stunde durch, weswegen ein Replay immer mal wieder Spaß machen kann, ausgenommen von ein paar kleineren Frustmomenten. Überhaupt nicht gealtert, und das gilt quasi für jeden Teil der Serie, ist der Soundtrack. Selbst schon beim ersten Teil ist es absolut großartig, zum horrorinspirierten Pixel-Pop-Monster wegzupeitschen. Der Nachfolger wiederum, Castlevania 2, Simon's Quest, war tatsächlich etwas zu ambitioniert für seine Zeit. Denn mit Castlevania 2 hat man sich bereits an einem offenen Rollenspiel wie im späteren Metroidvania versucht, aber durch die Limitierungen des NES wirkt das Ganze alles einfach etwas zu abstrus und nicht wirklich nachvollziehbar. Mit derber Kritik am Spiel wurde ja schließlich der Angry Video Game Nerd bekannt. Der gaukelt in seinen Videos zwar nur vor, der wütende Nerd zu sein, aber wirklich geil ist das Spiel wirklich nicht. Zumindest ohne Komplettlösung. Castlevania 3 ist wiederum für viele der beste Teil der alten Reihe. Es ist wie Teil 1, nur größer, mit mehr Stages und mit neuen Systemen wie einem Charaktertausch und Alternativrouten. Hier zeigt sich letztendlich auch,
dass die spielerische Herangehensweise an Castlevania durchaus gewollt war und nicht durch NES-Limitierungen bedingt. Denn einer der neuen Charaktere neben dem Peitschenschwinger Trevor Belmont kann einen präzisen Sprung durchführen und sich in der Luft bewegen, ist dafür aber deutlich schwächer. Es war also technisch für Konami vollkommen möglich, präzise und schnelle Sprungmechaniken im Stile eines Super Mario einzubauen, aber das Spielprinzip und Leveldesign ist daran einfach nicht interessiert. Die klassischen Castlevania-Teile limitieren das Sprungverhalten bewusst, um die methodische und vorsichtige Spielweise zu forcieren, die es erreichen will. Diese Herangehensweise ändert sich einzig minimal im ersten Super Nintendo Ableger der Reihe Super Castlevania 4. Simon Belmont kann nun freier springen und seine Peitsche in alle Richtungen schlagen, statt nur nach vorne. Für manche Hardcore-Fans ist das Spiel dadurch infolge zu leicht geworden, umgekehrt aber brilliert es vor allem mit Atmosphäre. Zu erwähnen sei an dieser Stelle auch, dass die gesamte Reihe von klassisch bis Metroidvania immer wieder neue atmosphärische Stile eingeführt hat, um sich frisch zu halten. Super Castlevania 4 fühlt sich an wie eine Metal-Version von Castlevania. Der Soundtrack ist gruseliger und weniger poppig, die Sprites und die Art Direction allgemein sind etwas ernsthafter und weniger cartoonhaft als manche anderen Teile. Alleine dadurch bleibt es ein absoluter Klassiker und durch die höhere Einsteigerfreundlichkeit bei der Steuerung ist es für Anfänger vielleicht sogar der beste Einstieg, obwohl es trotzdem vor äußerst kniffligen Abschnitten nicht zurückscheut. Bei der Entwicklung des ersten Castlevania-Spiels auf dem Game Boy namens The Adventure war man eindeutig überfordert. Man bewegt sich extrem langsam, das Leveldesign und auch die Steuerung sind ziemlich hakelig. Eigentlich gibt es nicht viel zum Spiel zu sagen. Allerdings haben Fans durch Hacks das Spiel etwas schneller und flüssiger gemacht. Auf der Collection wiederum, also beim offiziellen Release, kann man das Spiel aber getrost liegen lassen. Ganz anders wiederum war das beim Nachfolger Belmont's Revenge auf dem Game Boy. Dieser zweite Teil hat die allgemeine Qualität drastisch erhöht und bietet auch viele Alleinstellungsmerkmale, vor allem im Leveldesign. Statt Treppen verbinden nun hauptsächlich Kletterseile die Maps, die man auch für unterschiedlichste Fallen und Herausforderungen herangezogen hat. Der Soundtrack ist wie immer fantastisch, aber besonders der Game Boy überrascht damit, wie wuchtig er die Musik rüberbringt. Die stärker auf ein sehr junges Publikum ausgerichtete Castlevania Spin-off-Reihe namens Kid Dracula hatte in den 90er Jahren ein paar Ableger, unter anderem auf Game Boy, wobei der NES-Titel für diese Collection erstmals offiziell lokalisiert worden ist. Es spielt sich ein bisschen mehr wie Mega Man, hat aber nicht das stärkste Level-Design. Entweder ist es zu simpel oder an manchen Stellen zu frustig. Als Kuriosität ist es schon okay, aber das Highlight waren für mich eher die teilweise hochwertigen Sprites. Spielerisch hat der Sega-Ableger von Castlevania die Reihe konsequenter fortgeführt als das Super Nintendo. Das Moveset ist wieder etwas beschränkter, wobei die zwei wählbaren Charaktere zumindest unterschiedliche Spezialmoves drauf haben. Der Zweitcharakter mit dem Speer beispielsweise kann sich auf höhere Plattformen katapultieren. Stilistisch ist es deutlich poppiger als der düstere Super Nintendo-Teil, macht seine eigene Sache aber ebenso äußerst gut. Statt nur das Schloss und eine Umgebung reist man nun durch das komplette Europa. Grafisch hat man enorm viel aus dem Mega Drive herausgeholt, manches könnte fast als 2D-Spiel auf der PlayStation 1 durchgehen. Herausragend ist vor allem, dass der grafische Glanz nicht nur blendet, sondern etliche neuartige Ideen im Leveldesign einführt. Ein Manko, nicht alle klassischen Castlevania-Spiele sind hier enthalten. Manches ist zu verkraften, wie der hauptsächlich als wirklich furchtbar verschriene Arcade-Teil namens Haunted Castle. Schmerzlicher ist Round of Blood, für viele ein Top-Titel der Reihe, der aber zumindest noch im PlayStation Network erhältlich ist. Castlevania Rebirth wiederum wäre eigentlich ebenfalls ein Top-Titel gewesen, der offiziell als WiiWare-Spiel gar nicht mehr erhältlich ist.
Dennoch kann man die geballte Qualität der Sammlung nicht wirklich bestreiten. Wer mit der Collection anfängt, ist wahrscheinlich gut beraten, mit Super Castlevania 4 anzufangen. Danach macht man nichts falsch mit Castlevania 1, Belmont's Revenge und auch Bloodlines. Castlevania 3 ist zwar für viele der beste Ableger der Reihe, aber wahrscheinlich auch der schwerste, also vielleicht nicht unbedingt der beste Einstiegspunkt. Bei Konami wird zwar außerhalb der Netflix-Adaption länger nichts mehr kommen, unterstützen kann man aber zukünftig die Bloodstained-Reihe, die gewisse Konami-Veteranen als spirituellen Nachfolger etabliert haben, wenn man abschließend eben noch nicht genug hat.